Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wer gestern im Stream nicht dabei gewesen sein sollte, der wird vielleicht auch den gestrigen internationalen Gildenkampf verpasst haben. Und zwar hatte ich gestern die Ehre gehabt, gegen Dr. Darm persönlich anzutreten in der internationalen Ehrenhalle. Bei der Weiße Rat spielt der Dude. Unter anderem spielt dort auch The Golden Impact, was The Golden Pain ist. Lunch Money Impact, so war das gewesen. Ja, ich glaube, da ist er mit seinem Main, warte mal, ich glaube, wir haben ihn jetzt schon überblättert hier, da ist er hier, genau, Lunch Money Impact, Grüße gehen raus. Gegen den hatten wir quasi auch gekämpft. Ne, das ist, glaube ich, nicht ganz sein Main, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Naja, auf jeden Fall ist das hier der Golden Pain. Und Dr. Darm, einer der höchsten Spieler, der zweithöchste Spieler momentan in ganz Shakes and Fidget, lange Zeit der höchste Spieler in ganz Shakes and Fidget gewesen. Ich wollte ihn schon für ein Video mal ranholen, hat leider bisher nicht geklappt, hat abgesagt, musste man respektieren so. Und wurde jetzt abgelöst von Atze, der jetzt, glaube ich, 1 oder 2 Level über Dr. Darm ist. Und gegen den hatten wir gestern die Ehre gehabt, persönlich zu kämpfen. Und den Kampf, den zeige ich euch jetzt nochmal. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Wiederholung von gestern. Mal gucken, was der so, wie der unsere Gilde so aufräumen wird. Da unten ist er. Alter, was sind das für Skillpunkte hier? Holy Macaroni ist ja... Hier, das ist schon... Jetzt wird es langsam, glaube ich, spannend. Der wird auch einige von uns wegrationalisieren hier, denke ich mal. Ja. Gut. Oh, hier auch stark. Machen wir mal ein bisschen schneller hier das Ganze. Jetzt wird spannend. Mal gucken, was der Hep 1000 noch so drauf hat. Den kenne ich jetzt nicht. Guck mal, was der für Skillpoints hat. Ah, Lachnummer. So, warte, jetzt kommt gleich mein Kampf. Da machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Magierkämpfe sind eh immer schnell vorbei. Boah, da haben wir noch einen Crit reingezwirbelt. Oh, ich habe gegen Dr. Darm gekämpft. Ah, das wär's gewesen, ne? Dort besiegt Dr. Darm in der internationalen Ehrenhalle. Das wäre der Titel, den ich heute gerochen hätte. Aber ich kann sagen, ey, ich habe gegen Dr. Darm gekämpft, Alter. Mit meinem Main. Digga. Und den haben wir auch einen guten Crit reingezwirbelt, oder was war das, ne? Alter, nice. So, schnell mal, ich will mir nochmal den Kampf anschauen hier. Einfach gegen Dr. Darm gekämpft. Das ist wirklich ein Highlight gewesen hier. Digga, ultra nice. Ja, aber ey, guck mal, der vor mir, der hat mich schon gut weggekrittet hier, ne? Boom! Aber 870 Millionen. Ey, ich hätte gerne einen 100% gegen 100% Kampf gehabt gegen Dr. Darm. Dann hätte ich zwar auch verloren, weil der Statpunkt technisch trotzdem immer noch komplett über mir ist. Aber, ja, man weiß ja nie. Ich bin ja momentan auf PvE eher ausgelegt so, mit meiner Waffenspanne und so was alles. 1, 2 gute Crits, der ist nicht unmachbar. Ja, wie ihr gesehen habt, ich durfte persönlich gegen ihn antreten. Leider haben wir es nicht geschafft, aber der Gegner davor, der hatte mir auch schon gut eine reingezwirbelt, muss man mal so sagen, ja. Da hatten wir natürlich waren wir schon ein bisschen vorbekämpft von den Gegnern davor, der hatte mir schon Hälfte Leben abgezogen. Wenn das nicht gewesen wäre und wir beide 1v1 100% gegen 100% leben, dann hätte das auch gut für mich enden können, weil ich hatte ihm gut Schaden gemacht, ne? Ich hatte ihn gekrittet, er mich nicht und dadurch gewinnt man ja dann auch. Meistens, ne, wer halt eben ein bisschen mehr Glück bei den Crits hat, so, ne. Vor allen Dingen ich halt als Magier mit meiner aktuellen Spannweite hier, bin ich halt wirklich darauf aus, starke Crits auszuteilen. So, ja, das auf jeden Fall dazu. Fand ich ziemlich nice. Ich feiere es ja sowieso, ihr wisst es ja, diese internationalen Fights. Man trifft so viele bekannte Leute, die man sonst nie getroffen hätte. Und einfach nur dadurch,
dass wir jetzt halt mit unserer Gilde hier momentan echt hier durchrasieren. Wir sind jetzt momentan auf Platz 29, sind jetzt hier schon auf der ersten Seite längst angekommen. Ja, kommen halt jetzt halt die ganzen Spieler, die man schon so kennt, die man auch, keine Ahnung, aus der Vergangenheit kennt. Starke Spieler in starken Gilden und endlich darf man mal gegen die auch kämpfen. Ja, das ist halt einfach nice, dieses serverübergreifende. Man kämpft gegen andere Leute, die man kennt, wo man nie mit denen zu tun hätte, ne, auf seinen eigenen lokalen Server. Das ist ja das Grundprinzip, das finde ich halt so nice. Und ja, deswegen eine große Ehre, dass ich dann wenigstens gegen Dr. Darm kämpfen durfte, persönlich so, ne. Ja, obwohl wir halt eben nicht auf seinem Server sind. Genau. Und das halt eben mit meinem Main ich antreten durfte gegen ihn. Ja, die nächste Gilde von heute ist, ja, 7th Division Dreamers for Fun. Lustiger Gildenname auf jeden Fall. Haben wir natürlich auch, müssten wir zumindest, wegrationalisiert haben. Wir gucken uns das Ganze gemeinsam nochmal an. Wir spulen natürlich schon ein bisschen vor. Ne? Der Mario PPP ist hier drin. Das ist auch ein Name, der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht woher, aber irgendwo habe ich den schon mal gelesen oder schon mal gehört. Auf jeden Fall auch, glaube ich, ein sehr, sehr stark geskillter Spieler. Werden wir mal schauen. So, wir sind an der Reihe. Wir haben einen weggekrittet hier und dann werden wir weg. Gut, müssen wir halt akzeptieren. So. Jetzt kommen unsere ganzen High-Level-Magier ran. Ja, und da ist der Mario. Ja, gut, okay, der hat brutale Stats, zumindest Stärke. Das ist ja ein Magierkrieger hier von der Skillung her. Krass. Also geht hier deutlich auf Stärke. Ausdauer, das ist der Glass Cannon Krieger hier. Sieht man auch sehr selten, muss man sagen. Aber er kann natürlich auch jederzeit wieder umswitchen, so, aber ist momentan ja, relativ squishy unterwegs, sag ich mal. Für einen Krieger auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall dazu. Mal schauen, wen haben wir eigentlich morgen? Jetzt wird's nämlich langsam, jetzt kommen wir langsam in die heiße Phase. Ne? Wir kämpfen jetzt gegen New Era. Auch, kennt man auch, irgendwie hat man auch schon gehört, Gruppentherapie hat man auch schon gehört, Risen auch. Ja, wen kennen wir noch? Phoenix Reborn, weiß nicht, ob ich das auch, Cosa Nostra. Wer hatte denn bei Cosa Nostra gespielt? Ich habe immer nicht alle... Ach so, das stimmt, hier war Turor. Das ist die Gilde, wo Turor drin ist, ja. Der gute Kollege hier. Der macht ja noch Dungeon-Pause momentan. Stufe 409 jetzt. Hier sehen wir auch gleich mal die Stats natürlich. Stimmt, daher kannte ich Cosa Nostra. Ne? Also, gut, gegen Turor werden wir wahrscheinlich nicht kämpfen, weil der zu early dran ist mit seinem Account. Huch, wieder ausgelockt worden. Ja, genau. Aber trotzdem geht es hier natürlich auch weiter. Und jetzt werden die Gilden natürlich auch so langsam ein bisschen stärker. Man merkt es, ne? Dafür sind wir aber schon relativ schnell hier durchgekommen. Bisher noch keinen einzigen Lose gehabt mit Celtic. Mal schauen, wann wir den ersten Lose einfahren werden mit unserer Gilde. Ich bin da sehr gespannt. Das schmeckt natürlich auch hier, ne? Zum XP-Event. Das ist natürlich auch richtig köstlich. So, Rucksack ist voll. Wir haben jeden möglichen Scheiß mit dabei. Außer die Sachen, die wir natürlich wie immer benötigen. Das ist ganz klar. Ja, das ist... natürlich ärgerlich. Mal schauen, ob wir hier ein paar günstige Sachen mit dabei haben, die wir loswerden können. Was sich hier jetzt nicht so lohnt zu behalten. Die 2 Millioner, die schmeißen wir auch mal weg. Damit wir hier die nächste Seite voll kriegen mit Rüstung, weil wir jetzt schon eine Seite hier voll haben. Ne? Sammeln wir mal. Also ich versuche immer möglichst eine Sache zu sammeln. Genau. Und da das dann irgendwann mal eines Tages zu verkaufen. So, aber diese ganzen Crap-Items hier, die so wenig bringen, die kann man auch getrost verkaufen. Das bringt hier halt absolut nichts, ne? Da kriegst du halt trotzdem doppelten Wert, aber anstatt 1 Million kriegst du halt 2. Ne? Das ist jetzt nicht so ergiebig. So, haben wir wieder ein bisschen Platz im Inventar. So sieht das Ganze aus. Mal schauen, ob der Würfelspieler noch gönnt hier heute. Mal schauen, wie es damit aussieht. Theoretisch können wir uns wieder Sanduhren holen, aber wir haben ja vom letzten Event uns relativ gut eingesteckt jetzt erstmal mit den Sanduhren und hatten ja auch in der Zwischenzeit den Sommerschluss verkauft, der uns ja auch nochmal ein paar Sanduhren beschert hat. Das ist halt auch ganz nice. Digga, wenn ich jetzt hier einen 5er-Pasch kriege mit Gold, ne, dann raste ich aus. Weil ich kriege ihn immer, aber ich kriege ihn nie zum Gold-Event auf meinem Main. Das würde halt wirklich knapp 500 Millionen Gold bringen. Ne? Das ist so ergiebig, aber ich habe es, wie gesagt, bisher noch nie so wirklich bekommen, jetzt auf der hohen Stufe so einen fetten Gold-Bonus durch den 5er-Pasch beim Gold-Event. Ja,
das auf jeden Fall dazu. Also es geht voran hier auf dem Server, es geht voran. Wir sind auch hier dabei, bald die 444 Millionen, ne, Marke hier zu knacken. Ne? Wir skillen weiter auf 200k Leben erstmal. Dann muss ich mal schauen, wo die Reise hingeht. Ob ich dann auf 250 direkt durchziehe oder dann Intelligenz weitermache. Vielleicht ziehe ich dann auch erst auf 250 Millionen durch. Bin mir noch unsicher. Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau. Dann müssen wir uns mal auch die anderen anschauen hier. Teufeli geht weiter, so wie es aussieht, auf sein Main-Attribut. Das heißt, da wäre es besser, auf Intelligenz zu bleiben. Aber wir haben ja schon gut Intelligenz-Stats, das brauchen wir erstmal nicht. Und ja, gegen Sir Webster müssen wir uns weiter stabilisieren. Wir brauchen mehr, ja, Sustain ist das falsche Wort, ja, Konstanz für unser Vorhaben hier. Das ist mir noch zu random alles. Also ich bin noch zu squishy, zu Glass Cannon-mäßig unterwegs mit den Stats hier. Und wie gesagt, gerade mit der Waffe ist halt alles möglich. Da können mich halt auch noch hier Leute von hier unten halt besiegen. Und das wäre halt nicht möglich mit einer etwas geringeren Spannweite der Waffe. Weil es halt sein kann, dass ich halt übelst die fetten Crits raushaue oder komplett reinscheiße. Ja, die Möglichkeit besteht bei einer gesunden Mittelmaßspanne, sag ich mal so, keine Ahnung, nicht ungefähr bis 5000 rechts raus, so wie jetzt, sondern nur bis, keine Ahnung, 4000 rechts raus oder so. Ne, dann wäre es auf jeden Fall, wäre das Risiko deutlich minimiert dadurch. Definitiv. Ja, ansonsten, wir raiden momentan auch ein bisschen mit der Gilde hier. Wir sind jetzt bei Raid 111. Ich weiß gar nicht, bei wie viel wir waren bei Flames of Destiny. Bei 109, okay. Also da sind wir jetzt auch mittlerweile schon weiter. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, ein paar Raids zu machen. Die speichere ich mir jetzt momentan und gucken, wie weit wir noch kommen. Und dementsprechend, ja, werde ich dann dazu dann auch irgendwann mal ein Video machen, wenn sich ein paar Raids angesammelt haben oder so. Ne? Ja, mal schauen. Kriegen wir noch irgendjemand Interessantes hier in der Ehrenhalle? Das wäre noch ganz nett. Psycho will ich nicht unbedingt haben. Der ist, glaube ich, statpunkt-technisch immer noch vor mir. Sir Webster, immer gerne. Ja, da können wir natürlich immer noch ein bisschen Ehre gut machen. Wenig Gold haben wir momentan auch. Das heißt, wir verlieren auch nicht viel. Deswegen ist nicht so schlimm. Ja, okay, ist gut. Ansonsten haben wir hier die Aufgaben soweit fertig. So, wir versuchen nochmal einen Try. Aber, ja, jetzt nochmal ein Crit. Ja, wir critten beide nicht. Jetzt ein fetter Crit, jawohl. Ja, ist halt komplett random noch, ne? Gut, alles klar. Aber es ist auch gut so. Sir Webster zieht auch weiter fleißig durch. Deswegen, das ist ziemlich nice. Freut mich auch sehr, dass sie noch weiter am Ball bleiben, genauso wie Teufeli. Ne? Konkurrenz immer sehr, sehr wichtig auf einen eigenen Server, ansonsten wird es halt auch langweilig, ne? Irgendwann. Guti, Leute, das war's soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.